Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Metal Gear Solid. Das wird tatsächlich der vorletzte Part jetzt hier werden. Wir schauen uns erstmal ein bisschen um, bevor wir hier hochklettern. Hier sehen wir schon den großen Metal Gear Rex. Da vorne sehen wir eine Kamera. Und ja, also es wird tatsächlich jetzt der vorletzte Part werden. Den letzten möchte ich ein bisschen ausführlicher machen als den. Das schaffen wir nicht alles in einem, deswegen gehen wir ganz behutsam vor. Ich habe jetzt zum Beispiel schon mal gesagt beim dritten Teil, dass ich relativ wenig das Codec benutzt habe, früher jedenfalls immer. Zum Beispiel sehr, sehr selten habe ich bei einer Tasche angerufen. That stuff that is flowing in those ditches on the first floor must be radioactive nuclear wastewater. You better stay away from it. You are already exposed enough just by being in that area. Any further exposure could be fatal. That place does not have a nuclear processing facility. It must be some other kind of nuclear material that is leaking, besides the dismantled nuclear warheads. Probably spent nuclear fuel or something. Genau, also wir kriegen sogar für die Umgebung hier wichtige Hinweise. Warum wir es gerade gesehen. Da unten ist Wasser und das ist verstrahlt. Okay, aber wir kämpfen uns oder wir bewegen uns jetzt mal nach oben. Snake, it's me. What's wrong? Did you find a good place to hide? Yeah, thanks to the stealth gear. It looks like they've finished getting Metal Gear ready. How do you know that? I overheard them talking. Where are you now? Right in front of Metal Gear, but it's strange. What is? There's nobody here. No guards, nobody patrolling. It's too quiet. Maybe because they're all ready. They said they even input the PAL codes. What should I do? All we can do is use the override system that President Baker told you about. But I've only got one of the 3 keys, and besides that, like Ocelot said, there's some trick to using the keys. Leave it to me. You got some kind of plan? Well, I'm in the computer room right now. I'm trying to access Baker's private files. Baker's files? Don't you need a password? Of course, but there are ways. Are you a hacker? Yep, that describes me pretty well. Does it look like you can get in? I don't know yet. I'll give it a try. I'm counting on you. Okay, also wir haben gehört, Otacon versucht jetzt die persönlichen Akten durchzusuchen, online, nach diesem Trick, den man machen muss, um den Schlüssel zu benutzen. Wir haben bisher erst einen bekommen. Hier gibt es Schaftgranaten. Interessant. Wir sehen auch wieder, das Radar funktioniert nicht. Das heißt, wir müssen uns vor Ort ein bisschen umschauen. So. Was haben wir da oben gerade gesehen? Ah, interessant. Da wollen wir hin. In diesen Raum da oben mit der Scheibe. Snake, it's me again. How's it going? Not bad. I just got past his 3rd security level. He was a pretty careful guy. Do you think you'll break in soon? I never met a system I couldn't bust into. Okay, keep trying. So, das geht jetzt noch ein bisschen so weiter. Er versucht jetzt, wie gesagt, das alles zu hacken. Und wir machen uns im Moment auf den Weg hoch in die Kommandozentrale, sage ich mal. Ja. Jetzt haben wir fast den ersten Teil durchgespielt. Ein kleines bisschen kommt zwar noch, aber schon ein bisschen wehmütig hier gerade. Wir nehmen auf jeden Fall alles mit, was wir hier finden können. Die Doppelgranaten sind schon voll. Stinger-Raketen, interessant. Ah, die sind auch schon voll. Ich versuche immer schon was zu erkennen da oben. Man sieht noch nichts, da wollen wir ja hin. Ist noch eine Etage höher. Und langsam, wie gesagt, spitzt sich das von der Story her zu. Wir erfahren bald wirklich, was hier am Laufen ist. Snake, I did it! You got past security? Bingo! Great. So what do you got? I accessed the confidential Metal Gear file. So what about the PAL override system that Baker talked about? I haven't found it yet. That's what I need to know.
But Snake, I found something else. What? The secret behind the new nuclear weapon. Just as I thought, the nuclear warhead is designed to be fired from the railgun like a projectile. It doesn't use fuel, so it isn't considered a missile. That way it can get around all sorts of international treaties. Pretty sneaky. Yes, but effective. And that's not even the scariest thing about this weapon. Oh, I can't wait to hear this. It's a stealth weapon. You mean it won't show up on radar? Yeah. The truth is, they've been working on a stealth missile since the late 70s. Why weren't they able to develop one until now? Because of the missile rocket propulsion system, it would be picked up by enemy satellites. Oh yeah, that makes sense. But unlike a missile, the railgun doesn't burn any propellant, so it can't be detected by any current ballistic missile detection systems. An invisible nuclear warhead. Totally impossible to intercept. And on top of that, it's got a surface-piercing warhead designed to penetrate hardened underground bases. Yeah, we learned that lesson in the Gulf War. This thing could mean the end of the world. It's the ultimate weapon. And from a political point of view, it avoids the problem of nuclear reduction and nuclear inspections. Colonel, is this true? Are you listening? I'm listening. If word of this got out, it could delay the signing of the START 3 treaty and cause a huge international incident. Yeah, it would be nasty. The United States would be denounced by the UN. It could even bring the president down. Did you know this, Colonel? I'm sorry. You've changed, Colonel. I won't make any excuses. Snake, listen to me. This new nuclear weapon, it's never actually been tested, only simulated. You mean they ran a computer model? Yeah, that's why they were conducting this exercise. They needed to get actual experimental data to back up the simulation. What were the results of the exercise? It looks like it went better than they hoped for, but I can't find the data anywhere on this network. You'd think the data as important as that would be carefully recorded. It was. President Baker gave me an optical disc with all of the test data. What? Do you still have it? No, Ocelot took it from me. Damn. The terrorists have replaced the dummy warhead with a real warhead. Once they input the detonation codes, they should be ready to launch. So you think they can do it? Well, the dummy warhead was designed to be identical to the real thing, so I think so. Did you find out how to override it yet? Not yet. It must be in a separate file. Right now I'm looking through all of Baker's personal files. We're counting on you. So, wir haben wieder allerhand erfahren. Also, dadurch, dass es durch diese Railgun abgeschossen wird, die Raketen, sind es keine richtigen Raketen mit einem Antrieb, der irgendwas verbrennt oder sowas, den man finden könnte mit Radar, sondern die ist für den Radar quasi unsichtbar, diese abgeschossene Rakete. So, hier läuft jetzt aber jemand rum als Wache. Wir wissen, er hat keinen besonders großen Sichtkegel, aber wir machen uns jetzt mal einfach. Und ich suche... ach, die Rationen sind noch gefroren übrigens. Interessant. Das hält uns noch an. Man kann aber auch zum Beispiel mit dem Karton hier rumlaufen. Der hat jetzt immer die gleiche Route, der geht jetzt einen Schritt zurück. Nochmal rein nach links. Genau. Man könnte mit dem Karton immer gehen. Darf aber nicht zu dicht an ihn rankommen, weil er die Schritte hört. Der Untergrund ist ja metallisch. Die machen hier halt auch Schritte beim... Geräusche beim Gehen. Ja. Genau, jetzt sogar gehört. Gehen mal kurz ran. Er stand jetzt genau vor uns. Did you find it? No, I haven't found out about the override system yet, but I found Baker's ulterior motive. He's just looking to get rich, isn't he? Well, that's part of it. Armstech is in much worse financial trouble than I thought. I know they lost their bid to make the next generation fighter jet. That plus the reduction in SDI spending. It looks like there was even some talk of a hostile takeover. Everything was riding on this project, I guess. And it looks like we were paying a lot of bribe money to the DARPA chief. Bribe money, huh? Yeah, and Baker was a big proponent of the nuclear deterrent theory. I see. So anyway, what about the override? Just give me a little bit longer. So, jetzt müssen wir erstmal kurz sehen, dass wir mit dem hier zurechtkommen. So. Das ist jetzt schön einfach gemacht. Der Stealth-Anzug. Was hat der noch? Farmers-Munition.
Sehen wir immer noch nichts. Wir gehen gleich hier rein. Ich will nur mal schauen, ob es hier nicht noch was gab am Ende. Ja, okay, dann gehen wir rein und schauen uns mal an, was da drin passiert. Jetzt kommen nämlich die ganzen Geheimnisse von jedem ans Licht. Was ich immer sehr interessant fand früher, dass es genau jetzt richtig spannend wird. Okay, I've entered the PAL codes and disengaged the safety device. We can launch anytime. There's still no response from Washington. It looks like we'll have to show them that we mean business. Should I set it for Cherniton, Russia? No. There's been a change. The new target is Lopnor, China. Why, boss? I'm sure neither you nor Mr. Golukovich would really like to see a nuclear Mr. Golukovich werden wir bald kennenlernen. motherland, right? Liquid. But why? There's nothing there. Wrong. It's a nuclear test site. A nuclear test site? If we nuke a major population center, the game's over. But a nuclear explosion at a test site can still be concealed from the public. Meanwhile, Washington will be worried about the retaliatory strike from China. That'll probably mean top-secret talks between both countries' leaders. Of course. And in the process, the President will be forced to divulge the existence of a new and highly destabilizing nuclear weapon to the Chinese. What do you think that will do to the US's reputation? Or the President's? And with the CTBT, that means that China and India... I see. Yes. When the other countries hear about this new weapon, they'll all want to contact us. Washington won't be very happy when we start selling their own system to the highest bidders. Yes, the President will break. He will give in to our demands. Big Boss's DNA and $1 billion. $1 billion? That money will be used to cure our genome soldiers as well. I'm also including the Fox-Die vaccine in our demands. Fox-Die. It killed Octopus and the Armstech president. So it's true that it affects older people first. Mantis might not have been affected because he wore a mask. Wolf wasn't infected either. Perhaps due to those tranquilizers she always took. Something to do with the adrenaline level in the blood. Or maybe it's just because this Fox-Die was still experimental and they haven't worked out all the bugs yet. In any case, have you heard from your friend, Colonel Sergei Golukovich, at the Spetsnaz? He still has doubts about the ability of Metal Gear. He said we can talk after Metal Gear's test launch is successful. He's a very prudent man. There's nothing to worry about. The Colonel wants Metal Gear and a new nuclear weapon so bad he can taste it. If Russia wants to regain its position as a military superpower, they need to reinforce their nuclear arsenal. They need a nuclear weapon that can't be intercepted. Metal Gear will allow them to gain first strike capability over the rest of the world. Their regular army is in shambles, and they think they can restore their country's military power with nuclear weapons? Golukovich, he's no warrior. He's a politician. Well, he's the one who gave us the Hind and most of our other heavy firepower. He's got over 1,000 soldiers under his command. If we join forces, we could put up quite a resistance here. Since Mantis died, the genome soldiers' brainwashing has started to wear off. I'm worried about the men's morale. An alliance with the Russians would boost that as well. What are you saying? We're not going anywhere. We're going to dig in here. We could still escape. We've got the most powerful weapon ever made, and we're about to ally with Golukovich's forces. Are you going to fight the whole world? And what's wrong with that? We can launch a nuclear warhead at any target on this planet. A nuclear warhead invisible to radar. And on top of that, this base is full of spare nuclear warheads. Once we get the DNA and the money, the world will be ours! What about your promise to Colonel Golukovich? I have no interest in the revival of Mother Russia. You're not thinking of reviving Big Boss's dream. From today, call this place Outer Heaven. Dun, dun, dun. Big Boss's dream. Genau. But Das boss, ist immer so ein Schlagwort, ein wichtiges. you're not worried about the PAL being overridden. If the code is entered again, it'll be deactivated. We've got the most powerful weapon ever made, and we're about to ally with the Russians. Are you going to fight the whole world? We're not going anywhere. We're going to dig in here. We've got the most powerful weapon ever made, and we're about to ally with Golukovich's forces. We're not worried about the PAL being overridden. If the code is entered again, it'll be deactivated.
No need to worry. The DARPA chief and the Armstech president are both dead. Does Snake know how the override system works? You interrogated him, don't you know? He didn't have any keys on him. Good. Then no one can stop Wir haben eben Metal schon Gear gesehen, dass now. Ocelot uns gesehen hat. By the way, what should we do with that woman? Want me to kill her? Let her live. She's Campbell's niece, and Snake cares for her. We'll keep her as our ace in the hole. Meryl, she's alive. Okay, jetzt kommt erstmal ein Codec-Gespräch. Wir haben aber gerade schon erfahren... Snake, I found Baker's top-secret files. Great job. How's it going there? They've finished inputting the PAL codes. So how do we deactivate them? Okay, you see the override system that the President was talking about. It can also be used to input the detonation codes. You see, if you insert the keys when the warhead is active, you deactivate it. And if you insert them when it's inactive, it becomes activated. And you can only use the Das ist ein keys wichtiger once. Hinweis, was er gerade gesagt hat. Once, huh? Yeah, you better get started. We don't have much time. But it takes 3 keys, right? I've only got 1 of them. Hold on a minute. You see, that's the trick. You already have all 3 keys. What are you talking about? The card key is made of a shape memory alloy. Shape memory alloy. Yes, it's a material that changes shape at different temperatures. The key is made out of it. This card key? Yeah, the card key changes shape at different temperatures. So this key is actually 3 keys in 1. Clever. Can you see the input terminals in the center of the control room? I see them. Those 3 laptop terminals are for the emergency input. There should be a symbol on each screen. Each symbol corresponds to a different key. Input the keys in order from left to right. The left one's for the room temperature key. See the symbol? Next to that goes the low temperature key. The one on the right is the high temperature key. Okay, I got it. First, I change the shape of the card, and then I input them in order, right? That's right. All you do is insert the card keys. After you insert the key into the module, a hard disk reads the information contained on it. Once you've finished with all 3 terminals, the code input process is complete. But here's the thing. You can only use the key 3 times. It's an emergency system. It's only meant to be used once. The world is riding on that key, Snake. Who's that? Damn! Und da fliegt er auch schon, der wichtige Card Key. The key fell in the drainage ditch. Snake! This is bulletproof glass. There's no way in. I'll enjoy watching you die. Snake, you've got to get that key. Ja, den holen wir uns natürlich. Weiß gar nicht, ob hier der Stealth-Anzug was bringt. Kannst du mal probieren. Ich glaube nicht bei solchen Sequenzen. Das ist ja wie bei den Bossen. Aber das war es doch schon. Oh, muss nur noch schnell hochkommen hier. Jetzt. Okay. Gut. Jetzt geht automatisch die Alarm wieder runter. Wir haben jetzt eine ganze Menge Sachen erfahren. Unter anderem haben wir schon alle 3 Card Keys, also dass die nur mit der Temperatur sich verändern. Genau. Und wir haben erfahren, wenn die Codes eingegeben sind und wir die wieder eingeben, dann wird es deaktiviert, beziehungsweise umgedreht. Und wir gehen ja davon aus im Moment, dass die Codes eingegeben wurden. Das hat ja gerade Ocelot gesagt. Und dass Liquid quasi den Traum von Big Boss erfüllen will, also ein Outer Heaven, eine Art Soldatenstaat zu gründen. Jetzt schauen wir uns erstmal an. Hier unten irgendwo in diesem ganzen Wasser, also unterhalb oder ringsherum um Metal Gear, ist hier überall Wasser, was aber, wie wir schon gehört haben, verstrahlt ist. Und hier irgendwo müssen wir jetzt diesen Schlüssel finden. Dazu gibt es verschiedene Hinweise. Mal sehen, was das Codec uns sagt. Find that key. It fell somewhere in that drainage ditch.
Use your mine detector. Mine detector? Yes, the mine detector works just like a metal detector. The position of the card key should show up on your radar screen. Mhm, das ist schon mal ein sehr guter Hinweis. Wollte man noch sehen, was Natascha dazu zu sagen hat? There is a big difference between conventional weapons and weapons of mass destruction. Conventional weapons are intended for use against military targets, but nuclear weapons are used against non-combatants. Nukes are designed to kill tens of thousands of innocent civilians in a flash. That is why nuclear weapons are so evil. Mhm, das stimmt natürlich. Wir werden mal kurz den Anzug nutzen, aber warum können wir uns eine Schaffgranate sparen hier und der Radar blendet an, oder das Radar blendet an. Und dann machen wir mal so, wie der Colonel es gesagt hat. Wir nutzen den Mini-Detektor. Okay, hier scheint nicht zu sein, aber wir merken schon, die Lebensenergie geht runter hier. Ja, da haben wir schon wieder 13 Sekunden. Oh, jetzt geht's da. Jetzt überschlägt sich aber alles. No, it's not here. Don't be ridiculous. You saw it fall into the drainage ditch, didn't you? The drainage ditch. Isn't there something odd about it? No. There are a lot of big rats, though. That's it, Snake. A rat must have eaten it. Now who's being ridiculous? No, I'm right. There's no other possibility. Rats eat all sorts of things. There's nothing unusual about that. Wir haben jetzt hier gerade die Bombe gefunden und die schnell aus unserem Inventar geworfen. Wir schauen mal kurz, ob wir hier irgendwo was sehen. Eine Ration, die ist schon mal sehr gut. Da ist die Ratte. Oh. Und kommen wir denn raus? So, genau. Hier haben wir eben gerade die Ratte gesehen. Die müssen wir jetzt finden, um den Schlüssel zu bekommen. Also den Card Key. Da oben sehen wir die Bewegung. Ich versuche es mal mit einer Stun Grenade. Und ich nehme nämlich echte Granaten. Ah, wo sind die denn? Hier. Und wieder den Stealth-Anzug. Wir müssen jetzt hier ausfinden, wo sich die Ratte befindet. Oh, hier gegen die Wand die Ratte. Immer rechts oben auf den Radar gucken, wo der rote Punkt sich bewegt. Ah, ich habe gar nicht den. Ist ausgerüstet. Da oben irgendwo. Oh, jetzt gibt es gleich Probleme. Da hinten, sie bewegt sich jetzt nach da hinten. Okay. Da müssen wir sie bekommen. Ach ne, die ist wieder abgehauen. Okay. Jetzt kommt sie. Sie bewegt sich hier durch. Okay,
Okay, sie hatten irgendwie einen festen Weg. Kann mich gar nicht entsinnen, dass es so schwer war beim letzten Mal. Beim letzten Mal bin ich einfach runter. Da hinten war sie gerade. Ah, okay. Haben sie gesehen? Ich glaube, wir müssen bloß warten, bis sie irgendwann mal hier rauskommt. Interessant. So schwer war es noch nie, die Karte zu bekommen. Da kommt sie. Okay, dann machen wir es jetzt mal anders. Die Stinger-Rakete, die findet sie, glaube ich, nicht. Oh, Moment mal, wir sollten mal hier rausgehen aus dem Wasser. Das ist nämlich ein Ort, wo sie sich verstecken kann. Ich brauche Diazepam. Okay. Hat schon mal nicht geklappt. Kommt sie hier nochmal raus. Interessant, dass es so lange dauert, jetzt hier die Karte zu bekommen. Das war gar nicht der Plan. Brauchen wir wieder den Minendetektor. Ah, wo ist sie? Da haben wir sie, okay. Endlich. So lange habe ich nie gebraucht, um die Karte zu bekommen. Wir haben den PAL-Key zurück. Sehr gut. Das heißt, jetzt geht es wieder ab nach oben. Wir können uns heilen. Ne, können wir nicht. Die Ration ist eingefroren. Das heißt, die muss erstmal wieder warm gemacht werden. Aber egal. Ist jetzt nicht so wichtig für uns. Ist das jetzt so? So. Aber wirklich eine sehr coole Idee, weil normalerweise könnte die auch einfach unten nur liegen, diese Karte. Also es kann passieren tatsächlich. Man geht einfach hin, findet sie da liegen. Ich glaube, wenn man ein kleines bisschen zu lange ist, dann kommt eine Ratte und frisst den, so wie jetzt in dem Fall. Hatte ich zum Beispiel beim Vorspielen hier gar nicht, als ich den Zeltanzug geholt hatte. Da war gar keine Ratte da. Und ja, es gibt halt verschiedene Wege, den zu bekommen. So, und wir haben ja schon gehört, es gibt wie gesagt den Kniff, dass man die gleiche Karte dreimal nutzen kann. Wir wollen jetzt das erste Mal die einsetzen. Und das ist natürlich dieser Part hier, deshalb wusste ich schon, dass es der vorletzte Part ist. Backtracking at its best, muss man so sagen. Weil wir immer wieder hier hoch müssen. Das sehen wir gleich. Wieder so laut, dass das gehört hat. Aber ist egal. Wir können einfach vorbeilaufen jetzt hier. So, hier gibt es auch wieder einen kleinen Kniff. Hier sind auch Kameras. Wir nutzen einfach den Anzug, um hier reinzukommen. Und geben jetzt die erste Karte ein. Wo haben wir ihn? Hier ist der PAL-Key. Wir sehen, der ist gelb. Okay, that takes care of PAL code number 1. Now,
Now, pal number 2. Freeze the key. Wir kriegen sogar den Hinweis, dass wir ihn gefrieren sollen. Sehr gut. Die Rationen sind wieder aufgetaut. Das heißt, wir müssen uns jetzt in ein Gebiet begeben, wo es kalt ist. Das passiert das gleiche wie mit den Rationen gerade, dass die dann wieder einfrieren. Das soll jetzt auch mit der Schlüsselkarte passieren. Oh, er hört die Fußspuren. Er hört die Schotte so rum. Genau. Dafür geht es jetzt sehr, sehr weit zurück. Ich würde den Part sogar rausschneiden für euch und nur wieder, wenn ich da bin. Aber unterwegs gibt es allerhand Story-wichtige Sachen dazu und deswegen machen wir das. Schauen wir uns jetzt einfach mal an. Daher ist es ja auch der vorletzte Part. Im letzten Part wird es richtig ausgiebig behandelt alles hier, die ganze Metal Gear-Geschichte. So, wir wissen ja auch schon, es ist gar nicht so weit entfernt. Ach, wir können ja mal fragen, was der Colonel uns dazu sagen, zu unserem Plan jetzt hier. Wir wissen, wir sollen die Karte gefrieren. Oder kalt stellen. You've got to lower that card key's temperature. Find someplace cold. Das ist sehr leicht gesagt. Those who forget the past are doomed to repeat it. That is why the world must never forget Hiroshima and Nagasaki. Ich habe neulich was gesehen, es gibt mittlerweile irgendwelche Bücher von irgendwelchen verrückten Schwurbelleuten, dass es gar keine Atombomben gab und sowas. Das ist alles nur von den Medien herbeigerufen und so. Ja, aber dafür wollen wir mal nichts jetzt erzählen. Ich ziehe mir ganz kurz den Stealth-Anzug an, weil hier müsste man allerhand Minen werfen. Ach, also Typogranaten werfen, um nicht von den Kameras gesehen zu werden. Und wir sind schon wieder bei der Arena, gegen der wir, oder in der wir Vulcan Raven bekämpft haben. Wir sehen schon, hier ist es ja recht kühl, unseren Atem sehen wir. Dazu werde ich sogar mal den Palki rausnehmen. Ja, wir sehen es, er ist gelb. Und ich glaube, es war so, wenn man sich auf dem Boden bewegt, geht es noch schneller, dass er gefriert, weil es dann noch kälter ist, irgendwie sowas in der Art. Okay, eigentlich sind wir ja schon richtig. Mal sehen, was die anderen dazu sagen. Now freeze that key. Get somewhere cold. Alle sehr kurz angebunden hier. Das hat noch nicht gereicht. Vielleicht ist das Hinlegen auch gar nicht notwendig, aber ich habe mir das mal so gedacht. Laufen wir jetzt hier einfach ein bisschen rum. Ich glaube, man könnte sogar die Rationen als Indikator nehmen. Weil wenn man jetzt hier rumläuft und die gefroren sind, dann weiß man, dass es gereicht hat. Hier liegt jetzt nur noch tatsächlich die Waffe von Vulcan Raven. Schwere Gatling Gun konnte wahrscheinlich keiner wegtragen hier oder wegbringen. Ja, hier muss man sich jetzt, wie gesagt, ein bisschen bewegen. Ach, da haben wir es schon. Okay, der Palki gefriert vor den Rationen sogar. Interessant zu wissen. Der ist jetzt blau. Das heißt, der ist jetzt auf der Temperatur, die wir haben wollen. Jetzt müssen wir uns beeilen, weil wenn wir uns jetzt an Gebieten oder in Gebieten aufhalten, die nicht zu kalt sind, dann taut er natürlich wieder auf. Also müssen wir schnell wieder zurück in diesen Raum, um die Karte einzugeben. Daher das Backtracking. Ich kletter jetzt zum 3. Mal hier hoch.
Beeil mich mal. Genau, falsch gedrückt. Man könnte wahrscheinlich sogar die anderen noch anrufen. Das werde ich kurz davor mal machen, um zu sehen, was die dazu sagen, weil wir haben ihn ja jetzt schon gefroren. Und mich würden mal die Zeiten interessieren, ob hier irgendwie jetzt läuft ja insgeheim so ein Ticker hier ab, um zu sehen, wie lange der Palki gefroren bleibt. So, wie gesagt, wir machen es jetzt sehr einfach. Also die Zeit reicht aber aus, um sich hier anzuschleichen, an den auszuschalten und so weiter. Er weiß überhaupt nicht, was los ist. Sehr gut. Gut, wir stehen davor. Wir rufen mal den Colonel an. Snake, a surveillance camera. When you insert the card key, don't let it see you. Try using your chaff. You could probably use a box too. Mhm, interessant. Also nicht nur die Doppelgranaten, sondern auch die Kisten können wir nehmen. Palcode number 2 confirmed. Awaiting Palcode number 3. Okay, there goes pal code number 2. Next comes pal number 3. Warm the key. Doch das machen wir. Aber ich mache jetzt erst hier mal einen kleinen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. So, da geht es doch schon weiter. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, dass wir das noch schaffen an diesem Part. Da hatten wir nämlich los. Das heißt, wir müssen jetzt an einen Ort hin, der sehr warm ist. Oder wo es sehr warm ist. Und wir wissen ja, als wir die erste CD bestanden haben, beziehungsweise der Kampf nach dem Kampf mit Sniper Wolf, war dieser Schmelzofen. Da war alles sehr warm. Da müssen wir jetzt hingehen. Das ist relativ am Anfang dieses ganzen Gebiets hier. Durch den Anzug können wir natürlich ein kleines bisschen schummeln hier und sind schneller als gewöhnlich. Ich hatte das jetzt alles beim Vorspülen, wie gesagt, schon gemacht ohne Anzug natürlich und geht aber auch. Also die Zeit, wie gesagt, ich weiß die Zeiten nicht, die echten, wie lange man hat, aber es funktioniert trotzdem. So, wir sind wieder unten und wir wissen schon, wenn er warm ist, der Schlüssel, müssen wir wieder hier hoch. Das ist halt wirklich Backtracking hier. Man kann übrigens auch mit Stealth, nicht mit Stealth, wie heißen die? Stinger-Raketen, kann man hier die ganzen Raketen alle abschießen, aber es dauert natürlich lange. So, und jetzt sind wir wieder im Gebiet, wo es kalt ist, aber es sind jetzt Wachen, die hier patrouillieren, die uns zusätzlich das Leben schwer machen würden. Aber ja, braucht den Anzug gar nicht. Jetzt haben sie es weggeräumt, seine Waffe. Ja, wir müssen uns einfach nur beeilen. Dem großen Fahrstuhl wieder hochfahren. Beziehungsweise es sind jetzt 2 Fahrstühle, wie wir wissen. Lastenaufzüge, besser gesagt. Und wenn ich jetzt den Part rausgeschnitten hätte hier, dass wir da hinlaufen, würden wir jetzt gleich eine wichtige Sequenz verpassen. Weil wir haben nämlich können uns jetzt wieder bewegen hier. Und das gibt es schon mal einen Hinweis, dass gleich was passieren wird.
Lassen sich aber gut Zeit. Snake, it's about Naomi Hunter. Then you should talk to the Colonel. He's looking into it. Turn your monitor off. Okay, it's off. No one else can hear us. Go ahead. Sorry, but I didn't want the Colonel to hear. Okay, so what's up? I've got a good friend in the Pentagon. Yeah? He's the one who told me about it. It looks like the DIA recently developed a new type of assassination weapon. An assassination weapon? Snake, have you ever heard of something called Fox Dye? No. Fox dye. Liquid and the others were talking about it. Yeah. It's some kind of virus that targets specific people. I don't know all the details, but... What are you trying to say? It's too similar. What is? The cause of death. Didn't the Arms Tech president and the DARPA chief, I mean, Decoy Octopus, die of something that looked like a heart attack? Yeah? Well, apparently Fox Dye kills its victims by simulating a heart attack. No. You're telling me that Naomi was behind it? Snake, try to remember. Did Naomi give you some kind of injection? Nanomachines. She was in the best position to have done it, but I don't know what her motive was. Does the Colonel know? I'm not sure. But he still hasn't questioned her. Okay, I'll ask him myself. Colonel, what's new with the Naomi situation? I just placed Naomi under arrest. Arrest? She was sending coded messages towards the Alaskan base. I didn't want to believe it, but she must be working with the terrorists. Are you sure? I'm afraid so. She's being interrogated now. What kind of interrogation? Well, I'd like to avoid the rough stuff, but we don't even have any sodium pentothal here. Call me if you find out anything. So it's true, isn't it? Naomi. I can't believe it. That means the Fox Dye vaccine must be around somewhere. Listen, I've got bigger things to worry about. But Snake, you might be infected too, you know. All I can do is leave it up to the Colonel. So, jetzt haben wir schon mehr erfahren von dieser ganzen Geschichte. Also anscheinend hat uns Naomi infiziert mit diesem Fox-Dye-Virus und dadurch, dass wir hier alle getroffen haben, den DARPA-Chief, den Armstech-Präsidenten, haben wir die mit angesteckt. Der einer meinte ja auch, wir sind der Carrier Boy, also der Träger, Junge. Und der meinte nicht dass wir irgendwas Pakete getragen haben, sondern tatsächlich dieses Virus in uns. Ich kannte das schon. So, weiter geht's. Wirklich sehr, sehr interessant. Gerade wenn man bedenkt, welches Potenzial an so einer Waffe stecken würde, dass man angesteckt ist, was einem aber selber nichts tun kann, aber man steckt andere Leute an, während man mit denen redet oder wie auch immer. Ja. Genau, und wenn ich das jetzt ausgeschnitten hätte, dann würden wir das alles nicht sehen. Deswegen geht's gleich weiter damit, glaube ich. So, hier waren wir ja schon mal. Wir haben uns schon mal aufgehalten, als wir hier angekommen sind. Man könnte übrigens jetzt tatsächlich bis zum Anfang zurückgehen, bis aufs Schneefeld. Ich habe jetzt noch eine Tür, die man aufmachen kann, aber da gibt es auch bloß Munition, also nichts Bewegendes. Ich glaube, durch diesen Dampf hier wird es sogar noch heißer. Die Raketen, genau. Mal schön drauf achten. Ja. Wir nehmen zwar Schaden, aber wir sind, glaube ich, schneller damit. Ja, er ist schon... Ah ne, nein, gelb ist ja die normale Farbe. Genau. Er muss rot sein. Immer noch. Wir können noch ein bisschen
dichter an die Schmelze hier, sagen wir mal, gehen. Oh. Okay. Das war nicht geplant. Mal sehen, wo wir hier anfangen. Okay. Das geht noch. Bin ich noch nie gestorben, habe noch nie gesehen, dass man überhaupt sterben kann. Interessant. Wir lassen jetzt mal diese Ration da liegen. Hier über uns ist ein Typ, den werde ich mal den Selbstanzug anziehen. Beziehungsweise können wir uns den auch schnappen einfach. Das sind Kameras, da vorne ist er. So. Und jetzt genau über dem Schmelzofen hier. Interessant, also ich wusste gar nicht, dass man da unten reinfallen kann. Dass das tatsächlich geht. C4 gibt es hier nochmal, interessant. Auch nie geholt. So, komm. Komm. Ja, er ist heiß. Das heißt, wir rennen sofort wieder los. Also er ist jetzt rot, wie wir gesehen haben. Wir müssen jetzt den ganzen Weg wieder zurück, aber müssen sehr schnell sein, weil wir durch das kalte Gebiet noch gehen. Da dürfen wir uns nicht zu lange aufhalten. Ich glaube, es gibt so... Ah, sorry, jetzt muss ich gerade erstmal husten. Ich glaube, es gibt hier noch eine Sequenz, wollte ich sagen. Dann kam schon der Hustenreiz hier. So, das war der Abschnitt. Schnell wieder zum zweiten gehen. Da ist die Kamera wieder, dran denken. Na, schnell. Wo ist der? Und ich glaube, hier liegen auch noch die Minen wieder rum. Also die liegen wieder da, die Claymore-Minen. Das haben wir ja schon beim ersten Mal gesehen. So, und wir fahren runter. Aber es ist tatsächlich erschreckend, wenn man denkt, was Liquid vorhat hier. Also er würde hier quasi die Welt gegeneinander ausspielen, dass Amerika sich mit China bekriegt und so weiter. Und die wären hier relativ sicher auf ihrer Insel und hätten zig Sprengköpfe. So. Es geht weiter. Snake, can you hear me? It's Naomi. Naomi? What the hell? Campbell and the others are busy right now. I'm on a different codec. Naomi, is what the Colonel says true? Yes. But not everything I said was a lie. Who are you? I don't know myself. I don't know my real name or even what my parents looked like. I bought all my identification. But my reason for getting into genetics was true. 'Cause you want to know yourself, right? That's right. I want to know where I came from. My age, my race, anything. Naomi. I was found in Rhodesia sometime in the 80s. A dirty little orphan. Rhodesia? What's now known as Zimbabwe? Yes. Rhodesia was owned by England until 1965, and there were lots of Indian laborers around. That's probably where I got my skin color from, but I'm not even sure about that. Naomi, you're too worried about the past. Isn't it enough to understand who you are now? Understand who I am now? Why should I? No one else tries to understand me. I was alone for so long, until I met my big brother. And him. Your big brother? Yes. Frank Yeager.
What? He was a young soldier when he picked me up near the Zambezi River. I was half dead from starvation, and he shared his rations with me. Yes, Frank Yeager. The man who you destroyed was my brother and my only family. No. Gray Fox? We survived that hell together, Frank and I. He protected me. He's my one connection. The only connection I have to my past. And he brought you back to America? No. I was in Mozambique when he came. Who is he? You mean Big Boss? Yes. He brought us to this land of freedom. Jeder hat eine This Geschichte mit America. Big Boss hier irgendwie. And then he and my brother went back to Africa to continue the war. And that's when it happened. You killed my benefactor and sent my brother home a cripple. I vowed revenge and joined Foxhound. I knew it was my best chance to meet you, and I prayed for the day that I would. So, were your prayers answered? Yes. I waited 2 long years. To kill me? Is that all you cared about? Yes. That's right. 2 years. You were all I thought about for 2 long years. Like some kind of twisted obsession. Do you still hate me? Not exactly. I was partly wrong about you. What about Liquid and the others? I'll have my revenge on them too. Naomi, you didn't kill that doctor too, did you? The one that used Gray Fox for his genome experiments? Dr. Clark? No. That was my brother. Afterwards, I covered it up and helped him hide out. So that ninja, I mean Gray Fox, he's come here to kill me? I don't think so. I think he just came here to fight you. I wasn't sure before, but now I think I understand. A final battle with you. That's all he lives for. I'm sure of it. Fox, no. Naomi, tell me something. About Fox-Die? Fox-Die is a type of retrovirus that targets and kills only specific people. First, it infects the macrophages in the victim's body. Fox-Die contains smart enzymes created through protein engineering. They're programmed to respond to specific genetic patterns in the cells. Those enzymes recognize the target's DNA? Right. They respond by becoming active and using the macrophages. They begin creating TNF-epsilon. Huh? It's a type of cytokine, a peptide which causes cells to die. The TNF-epsilon is carried along the bloodstream to the heart, where they attach to the TNF receptors in the heart cells. And then they cause a heart attack? The heart cells suffer a shock and undergo an extreme apoptosis. Then, the victim dies. Apoptosis? You mean the heart cells commit suicide? Naomi, What? you must have programmed that thing to kill me too, right? Do I still have time? Naomi, I don't blame you for wanting me dead, but I can't go yet. I still have a job to do. Listen, Snake. I'm not the one who made the decision to use Fox-Die. Huh? You weren't? No. You were injected with Fox-Die as a part of this operation. I just wanted to let you know that. No, that's not the whole truth. Huh? The real thing I wanted to tell you was... Snake, I... Hey, what are you doing? Snake! Naomi! Snake, I can't allow Naomi to make any more unauthorized transmissions. What? Naomi's been removed from this operation. What happened to Naomi? What did she mean when she said that Fox-Die was a part of this operation? Colonel, let me talk to her. I won't. She's under arrest. Colonel, you double-crossed me. Snake, there's no time for that. Right now, your job is to stop Metal Gear. Okay, Snake?
Das ist natürlich schon eine richtig krasse Hausnummer jetzt hier. Also wir haben gelernt oder gehört von ihr, dass wir tatsächlich als Teil der Mission dieses Foxtail-Virus in uns tragen. Wir wissen nicht, ob es uns selber töten wird, wen es alles angreifen kann und so weiter. Also sehr, sehr tricky hier. Wir müssen uns beeilen, dass der Schlüssel nicht wieder kälter wird. Er hat was gehört, weiß aber nicht was. Sehr, sehr gut. Und ich muss mich tatsächlich ein bisschen beeilen, dass wir es noch in der Zeit jetzt hier schaffen. Wir müssen nämlich wieder den langen Weg hier hochkommen. Ich rechne gerade schon. Ich glaube, ich werde ein bisschen was bei der Suche der Ratte rausschneiden. Weil so lange habe ich noch nie gebraucht, um den Schlüssel zu holen. Schauen wir mal. Vielleicht schaffen wir es auch so, einfach schnell hochzukommen. So, wir müssen jetzt nur noch den Parkey zum 3. Mal eingeben. Und dann haben wir eigentlich die Abschussfunktion von Metal Gear ausgeschalten. Dass er den Atomsprengkopf abzünden kann hier. Oh. Ich kann sagen, was passiert hier. Ja. Ah ja. Geh mal gucken. So. Ich würde sagen, den 3. Schlüssel machen wir beim nächsten Mal rein. Ich halte jetzt hier an. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder zu Metal Gear Solid und dann mit dem Finale. Bin schon sehr gespannt.